Was haben Tech und Dating gemeinsam? Leute wissen bei beiden nicht, was sie tun. Deshalb sind wir für euch auf ein Date gegangen, Und haben über Tech gesprochen. damit ihr es nicht müsst. Gern geschehen. Mal angenommen, ich möchte nicht alle meine Daten auf meinem PC speichern. Ich möchte die online irgendwo speichern. Habe ich den Begriff Cloud im Kopf? Was ist die Cloud? Ich glaube, die spannende Frage hier könnte sein, was ist aktuell Cloud oder Cloud-Plattforms für Unternehmen? Und das ist halt nicht nur der reine Speicher, sondern dass ich quasi die ganze Infrastruktur meiner IT, meines Unternehmens, also Server, die Speicher, also alles, was am PC da ist, um irgendwie eine Software ans Laufen zu bringen, Leben zu geben, dass das halt aktuell nach online geschiftet wird. Also ich migriere quasi das, was ich früher in meinem Rechenzentrum, in meinem Unternehmen habe, aktuell sehr stark in die Cloud, Cloud-Plattforms. Das ist so gerade das, was ich glaube, das ist, was so das Unternehmer Deutschland oder das Unternehmen in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt gerade enorm feiert, was aber auch sehr viel Unklarheit bedeutet. Warum sollte ich das auslagern? Wo sind da Vorteile, sowohl für Privatleute als auch vielleicht eher für Unternehmen? Warum sollte ich das als Unternehmen tun? Ja, also das ist eigentlich ein relativ simples Beispiel. Ich zeichne dir mal einfach so ein Konstrukt. Ich mache jetzt ein Startup, wir machen zusammen ein Startup. Okay. Ja, wir haben eine coole Idee und wir haben absolut keine Ahnung, wo diese Idee uns irgendwann hinführt. Das heißt, wir versuchen irgendwie diese Idee umzusetzen. Wir wissen aber nicht, wo werden unsere Hauptkunden sein, wie viele Kunden werden es sein. Wir haben total viele Unbekannte. Und dann gibt es da so Unternehmen wie Amazon Web Services oder Microsoft mit Azure oder... Amazon, du hast gesagt Amazon. Ja. Ich dachte, Amazon verschickt eigentlich nur. Ja, das ist eine relativ nette Historie, weil Amazon hat, ich glaube 2006, diese sogenannten Amazon Web Services ins Leben gerufen, weil sie festgestellt haben, sie haben in ihren eigenen Rechenzentren so eine Megakapazität für das ganze Vorweihnachtsgeschäft. Ne? Ich will halt die ganzen Sachen kaufen und ich möchte, dass das irgendwie auch noch in einer vernünftigen Zeit passiert. Das heißt, du brauchst halt Kapazitäten. Ja, klar. Genau. So, die brauchst du aber im ganzen restlichen Jahr nicht unbedingt. Und daraus haben die direkt einen Service gemacht und haben halt gesagt, okay, ich biete anderen Unternehmen, die diese Server-Power sozusagen brauchen, in der anderen Zeit an. Also die kannst du natürlich jetzt auch 365 Tage im Jahr nutzen, aber das war so diese initiale Idee, bevor es brach liegt, machen wir ein Geschäftsmodell daraus. Und dann gab es halt so von denen einfach diesen Weg, wir bieten das Softwareunternehmen oder Unternehmen grundsätzlich an, als Service zu nutzen, Platform as a Service. Okay, das heißt, du outsourcest deine komplette Infrastruktur. Genau. Manchmal ist es die komplette, manchmal nur ein Teil davon. Ja, also das ist ja ganz unabhängig, aber du hast im Prinzip vom Kern her, lagerst du diese Infrastruktur nach Amazon aus. Und die kriegen da auch ein paar Euro für. Ja, also ich glaube, Netflix haben sie so gemunkelt, dass die ungefähr bei 19 Millionen $, im Monat liegen an Kosten, die einfach an Amazon Web Services zahlen, um halt deren Dienste zu nutzen. Aber um ein bisschen vielleicht in diesen Startup-Ideenbereich reinzugehen. Wir wissen, also wir haben total viele Unbekannte und wir haben da einen Dienstleister, der uns dazu befähigt, mit diesen Unbekannten besser umzugehen. Das heißt, wenn wir ein Raketen-Startup haben, was irgendwie durch die Decke geht, wenn wir die ganzen Sachen bei uns zu Hause quasi hätten, dann haben wir ein Riesenproblem, wenn auf einmal 100.000 Nutzer auf unsere App zugreifen wollen und wir einfach diese Kapazität einfach rein hardwaremäßig nicht haben.
Haben wir es aber in der Cloud, können wir auf diese Ressourcen zugreifen. Ja, wir haben eine finite Menge an Menschen auf der Welt, die haben eine finite Menge an Zeit. Und wir kriegen diese Ressourcen bereitgestellt. Und früher haben enorm viele Leute auf Facebook irgendwo rumgehangen. Das shiftet so langsam in andere soziale Medien, weil einfach der Fokus wegwandert. Klar, klar. Aber wenn ich das Ganze über sozusagen global gesehene Rechenzentren abbilde, dann kriegt halt Facebook vielleicht, ich meine, die haben ihre eigenen Server, aber einfach als griffiges Beispiel, Facebook hat dann halt weniger User oder weniger User-Interaktion, braucht weniger Rechenleistung, aber TikTok zum Beispiel geht halt hart ab und die brauchen halt viel mehr und das wächst dann halt mehr. Also es ist so ein Shift quasi. Und wenn ich ein Startup habe und das geht halt gut, dann möchte ich halt sicherstellen, dass diese Nutzer nicht irgendwann an ihrem Handy sitzen oder an ihrem PC und dann feststellen, oh, der Service, den gibt es ja gar nicht mehr, weil einfach total Überlastung stattfindet. Und dafür sind halt Cloud-Plattformen enorm großartig, dieses Skalieren. Du kannst nach oben, nach unten skalieren und das bieten die halt auch als Service mit ab. Das heißt, eine Cloud-Plattform macht es mir als Unternehmen einfacher, eine gewisse Kapazität, Geschwindigkeit, wie auch immer, sicherzustellen, einem Endkunden gegenüber. Das heißt, ich muss das nicht mehr selbst im Keller stehen haben. Genau. Ich habe die Cloud-Plattform, die ich dafür nutze. Genau. Und dafür bezahle ich Geld. Dafür bezahle ich Geld. Und dann bringe ich das in mein Geschäftsmodell und dann sage ich, okay, meine Nutzer bezahlen pro irgendwas, ja, also Zeiteinheit oder so ein monatliches Zahlmodell, was man halt so kennt, was eigentlich organisch gewachsen ist und die logische Konsequenz von, ich bezahle anhand von Nutzermengen oder von Downloads oder von also irgendwie einer Metrik. Und diese Metrik bekomme ich halt effektiv von diesem Cloud-Dienstleister, damit ich die Kosten, die mir bei dem entstanden sind, quasi an den Endnutzer weiterleite.